You know, think about all the letters that Paul wrote in the prison while suffering. Denk an all die Briefe, die Paulus während der Leiden im Gefängnis schrieb. And how many people have been powerfully transformed through them. Und wie viele Menschen dadurch stark verändert wurden. All over the world there are Christians Überall auf der Welt gibt es Christen, whose life have changed through these words. deren Leben aufgrund folgender Worte verändert wurden. The Lord is my shepherd, I shall lack no good thing. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. David wrote that when he was suffering. David schrieb das im Leid. His own son wanted to kill him and take his throne. Sein eigener Sohn wollte ihn umbringen und den Thron an sich reißen. So what did he do? Was hat er also gemacht? Instead of simply trying to endure it, Statt einfach zu versuchen, es zu überstehen, instead of running around and crying that everybody will get him out of this suffering, anstatt klagend herumzurennen, damit jeder ihn aus dem Leid rausholt, he focused on the Lord and used it by expressing the faith in his heart that even in this he is the same. fokussierte er sich auf den Herrn und nutzte es, indem er den Glauben seines Herzens ausdrückte, dass Gott auch in diesem Leid derselbe ist. So Paul said, Paulus sagte, my suffering has actually helped my ministry of the preaching of the gospel, mein Leid hat meinem Dienst der Verkündigung des Evangeliums geholfen, causing it to expand and spread to many people. indem es bewirkte, dass es sich ausgebreitet und viele Menschen erreicht hat. So look at this. Also schau, Paul actually used his suffering to reach many people with the gospel. Paulus hat sein Leiden verwendet, um viele Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Think about it. Überleg mal, What would have happened if Paul would have had the attitude that he simply has to endure suffering? was wäre passiert, wenn Paulus die Einstellung gehabt hätte, dass er Leid einfach erdulden muss? His gospel would not have spread to that many people. Das Evangelium hätte sich nicht so weit ausgebreitet. He would have sat in prison Er hätte im Gefängnis gesessen and he would have said, Lord, I'm going to endure this for you. und gesagt, Herr, ich ertrage das für dich. He would have put all of his focus on himself and on his suffering. Er hätte seinen ganzen Fokus auf sich und sein Leid gerichtet. But because his focus not was on himself or on his suffering, Aber weil sein Augenmerk nicht auf ihm oder seinen Leiden lag, but he understood that whether in prison or out of prison, sondern er verstand, egal ob im Gefängnis oder nicht, the purpose of God, which is him preaching the gospel, it can never be stopped. kann Gottes Bestimmung für sein Leben, nämlich das Evangelium zu predigen, nicht gestoppt werden kann, He just simply kept going and did what he needed to do. hat er einfach weitergemacht und das getan, was er tun sollte. Look what he says, verse 13. Schau, was er im Vers 13 sagt. For now the elite Roman guards and government officials, Denn jetzt haben die römischen Elitewachen und die Regierungsbeamten, those who are overseeing my imprisonment, die meine Gefangenschaft überwachen, they have plainly recognized that I'm here because of my love for the Anointed One. deutlich erkannt, dass ich wegen meiner Liebe zu dem Gesalbten hier bin. So what did he do? Was hat er also gemacht? He went to prison saying, hey, I'm here for Jesus, so come on, I will not stop preaching the gospel. Er ging ins Gefängnis und sagte, hey, ich bin für Jesus hier und werde nicht aufhören, das Evangelium zu predigen. It was his attitude toward suffering that caused that to happen. Es war seine Einstellung zu Leid, die das bewirkte. What would have happened if he would have had the attitude that so many of us have had so many times? Was wäre gewesen, hätte er die Einstellung gehabt, die viele von uns oft haben? Why did God allow this? Warum hat Gott das zugelassen? Or, well, God, you allowed this, so we just have to somehow make it through. Oder, da Gott es zugelassen hat, müssen wir da jetzt irgendwie durch. Look at ourselves, look at our suffering, focus on all the difficult situations. Hätte er auf sich, sein Leid und die schwierigen Umstände geschaut, He would have not been a witness to these Roman guards. wäre er kein Zeugnis für die römischen Wachen gewesen. But first of all, his love for Jesus was so deep, Aber erstens war seine Liebe zu Jesus so tief, he didn't care suffering for Jesus. dass es ihm nichts ausmachte, für Jesus zu leiden. Secondly, he's learned the attitude that no matter what he goes through, there's always an amazing way to use it. Zweitens hatte er gelernt, dass egal was er durchmacht, es immer einen herrlichen Weg gibt, es zu nutzen.
So he knew that the gospel cannot be put into chains even though he was in chains. Er wusste also, dass das Evangelium nicht in Ketten gelegt werden kann, selbst wenn er es war. He knew that he was not the prisoner of the Romans, he was the prisoner of Jesus Christ. Er wusste, dass er nicht der Gefangene der Römer war, sondern der Gefangene von Jesus Christus. So because of that amazing attitude, everybody around him now saw that he loved Jesus and he continued to spread the gospel. Aufgrund dieser herrlichen Einstellung sah jeder um ihn herum nun, dass er Jesus liebt und er verbreitete das Evangelium weiter. Look, Jesus modeled this kind of lifestyle too. Jesus hatte ihm diesen Lebensstil vorgemacht. You know, when Jesus actually walked the earth, he suffered a lot. Als Jesus auf dieser Erde wandelte, hat er viel gelitten. We think sometimes that Jesus only suffered in Gethsemane and on the cross. Wir denken manchmal, dass Jesus nur in Gethsemane und am Kreuz gelitten hat. Study his life. Studiere sein Leben. Rejected, Abgelehnt, criticized, kritisiert, by force trying to stop him from his purpose, which was the cross. gewaltsam versucht, ihn von seiner Bestimmung, dem Kreuz, abzuhalten. They wanted to by force make him king. Sie wollten ihn gewaltsam zum König machen. Constantly his own most close man having just so many heart issues. Ständig hatten die Männer, die ihm am nächsten standen, Probleme im Herzen. He taught them faith, and yet the more he taught them, the less they seemed to believe. Er lehrte sie Glauben, doch je mehr er sie lehrte, desto weniger schienen sie zu glauben. But Jesus didn't allow any of the suffering to stop him. Doch Jesus erlaubte keinem der Leiden, ihn aufzuhalten. You know, he just continued to go and do because he knew what the Father has planned for him is going to be fulfilled. Er hat einfach weitergemacht, denn er wusste, dass das, was der Vater für ihn geplant hatte, sich erfüllen würde. Look, Schau, I understand that God has a very specific purpose for me ich verstehe, dass Gott eine spezifische Bestimmung für mich hat. and for you Und für dich. and for Daniel, Und für Daniel. for all of his children. Für alle seine Kinder. But I'm so sure that many of God's children never actually fulfilled their God-given purpose Aber ich bin sicher, dass viele Kinder Gottes nie ihre gottgegebene Bestimmung erfüllen, because they don't fully believe that even their suffering can be used. weil sie nicht wirklich glauben, dass sogar ihre Leiden verwendet werden können And it cannot stop them from fulfilling the purpose that God has written in his book. und sie nicht davon abhalten können, die Bestimmung zu erfüllen, die Gott in sein Buch geschrieben hat. You see, if we would truly believe that everything works together for our good, Wenn wir tatsächlich glauben würden, dass uns alles zum Besten dient and that no suffering can stop the purpose of God in our life, und dass kein Leid uns aufhalten kann, die Bestimmung Gottes für unser Leben zu erfüllen, we would walk through it with an attitude of, come on, I'm going to use you too. würden wir sie mit der Haltung durchschreiten, sie zu verwenden. So my friend, Also, mein Freund, whatever you go through, was immer du durchlebst, don't try to figure out the why. versuche nicht herauszufinden, warum. I've stopped that. Ich habe damit aufgehört. Unless you have to learn to make better choices. Es sei denn, du musst lernen, bessere Entscheidungen zu treffen. You know, so many people thought it's the devil that's destroying the marriage and they rebuked the devil, but they never learned to love the wife or honor their husband. So viele Leute dachten, es sei der Teufel, der ihre Ehe zerstört, und sie haben ihn zurückgewiesen, aber nie gelernt, ihren Ehepartner zu lieben und zu ehren. You know that trying to figure out the why has caused so much mess in this world. Das Warum herauszufinden hat so viel Chaos in der Welt verursacht. So, Also, say, Jesus, I thank you sage, danke Jesus, that no suffering can hinder me dass kein Leid mich hindern kann, to fulfill your incredible purpose, deine herrliche Bestimmung zu erfüllen. that no suffering is here only for me to endure it and somehow make it through, Danke, dass kein Leid nur dazu da ist, es zu erdulden und irgendwie zu überstehen, but all suffering has to be used and I'm going to use all suffering. sondern alles Leid sollte ich nutzen und das werde ich auch tun. That's what I call victorious and abundant life. Das nenne ich ein siegreiches und überfließendes Leben. Wow, we spend a lot of time on just one verse. Wow, wir haben viel Zeit mit einem Vers verbracht. See you guys tomorrow. Bis morgen.